Also ich würde sagen, der größte Vorteil vom Envy Death ist halt, dass du zeitgleich farmen kannst. Du kannst ja diese Jewel Gemstone Boxen farmen. Also diese beiden Jewel Boxen, keine Ahnung, wie die genau heißen. Ist vollkommen egal, auf jeden Fall. Die beiden droppst du ja. Dann kannst du theoretisch Keys farmen. Pet Cage Keys. Karten könntest du rein theoretisch droppen, wobei die Arsch selten sind bei normalen Monstern. Die sind fast nicht existent. Skins. So, also ich würde sagen, das sind so die Hauptvorteile, dass du halt so Rare Drops bekommst, die du bei normalen Monstern überhaupt niemals droppen kannst. Allerdings bin ich der festen Überzeugung davon, dass diese Gem-Dinger, also die kleinen Gem-Dinger, die sind auf Borodeng, also ich glaube halt auch nicht, dass die irgendjemand kauft. Die sind jetzt schon von 1,5 Mio auf unter 800k gerutscht, also die ersten haben sie schon für 700 irgendwas im Shop. Die werden innerhalb von kürzester Zeit, werden die wahrscheinlich auf 100k runtergehen. Und selbst diese fette Jewel Gemstone Box, also die, wo die Runen drin sein können, die ist jetzt auch überall momentan für so 35 bis 40 im Shop. Aber da ist ja das Gleiche. Du hast ja mit allen 4 Runen, wenn man die Attack-Speed-Rune abzieht, weil die ja wirklich kein Mensch haben will wahrscheinlich, hast du 4 Runen, 0,16% Chance auf 4 Runen. Und die wird in jedem, also so wie ich es gehört habe, zwischen 5 bis 7 droppt man davon pro Stunde. Also jetzt auch nicht wirklich selten. Plus jeder, der normal Dungeons farmt und nicht nur dort levelt, droppt sie ja auch. Also alle Dungeon-Farmer plus alle Leveler droppen sie. Pokerface reached 140, nice. Und das ist halt auf jeden Fall ein Bonus. Aber die Frage ist halt, wie lang ist dieser Bonus aktiv? Weil wenn die jetzt schon so krass gedroppt werden und so viel in den Shops vorhanden sind und so, werden die Preise davon halt so extrem runtergehen. Also klar, die Box mit den Runen, die wird immer was wert sein. Aber die andere Box, die wird halt nahezu wertlos werden in der Zukunft. Und ja, also keine Ahnung. Und wir haben jetzt 4 Tage nach dem Update. Was ist dann in 4 Monaten? Oder so. Also da müssten sich die Preise schon sehr gut halten, wenn das Zeug in 4 Monaten nicht komplett wertlos sein soll. Also ich würde sagen, in ein paar Monaten ist es komplett wertlos. Wahrscheinlich schon in einem Monat. Das meiste. Weil das Hauptproblem wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt die Menge ist, die gedroppt ist, wie gesagt. Gedroppt wird. Sondern vielmehr, dass es einfach kein Schwein kauft. Bei sowas ist es eh interessant. Wer legt eigentlich fest, dass das jetzt 40 Mio kostet? Also, klar, Angebot und Nachfrage. Ich meine, irgendwo treffen sich die Leute, die es kaufen, treffen sich irgendwann mit den Preisvorstellungen der Leute, die es verkaufen wollen oder tun. So. Also der eine sagt halt, ja, ich will dafür maximal 20 Mio zahlen, der andere sagt, ja, ich will aber 40 oder so. Dann trifft man sich dann bei 30 oder was auch immer. Aber das ist echt so random, weil ich meine, rein theoretisch hätte ja auch der Erste, der eine gedroppt hat, sie für 100 in den Shop tun können. Alle anderen sehen das und tun sie für 95 in den Shop oder so. Und also wer sagt jetzt, dass es 40 ist und nicht 90 zum Beispiel? Das ist eigentlich immer bei so komplett neuen Items, wo ich noch gar nicht wirklich klar ist, langfristig, wie selten ist dieses Item überhaupt, wie viel könnte das kosten, wie viel ist realistisch und so. Man nimmt einfach einen random Preis oder irgendjemand nimmt einfach einen random Preis und alle anderen kopieren den Preis einfach und dann ist es einfach der Preis plötzlich. Und dann muss erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bis dann falls der Preis nicht korrekt war, was er wahrscheinlich fast niemals ist bei neuen Items, bis er sich dann automatisch angepasst hat. Was halt, wie gesagt, jetzt, das ist, worauf wir jetzt wahrscheinlich so, ich würde schätzen, halt mindestens einen Monat warten müssen. Also so unselten, wie sie sind, ist alles über einen Monat fast schon unrealistisch. Also in einem Monat müsste man es ziemlich gut sagen können, was das Zeug wert ist. Aber es wird nicht viel sein. Das ist meine Schätzung. Also die Runenbox ist vielleicht maximal 10 Mio und die anderen Dinger sage ich 100k maximal. Vielleicht sogar weniger als 100k. Du bist extrem gespannt, wie die App wird. Auf dem Handy findest du es, achso, weil du es im Browser sehr schwierig findest. Auf dem Handy. Also ehrlich gesagt, ich glaube halt, dass die Handy-App
eigentlich genau gleich sein wird von der Experience. Also vielleicht von der Performance her wahrscheinlich ein bisschen smoother. Also das wahrscheinlich schon smoother. Aber ich denke, der Hauptvorteil von der App wird halt sein, dass du halt wirklich in der App drin bist und halt nicht mehr im Browser. Und das heißt, also als ich es damals ausprobiert habe, ich fand es schon ziemlich kacke. Das ist halt schon sehr lange her. Ich glaube, seitdem gab es schon einige Anpassungen noch, wo es ein bisschen auch besser geworden ist, auch was die Steuerung und so angeht. Gab ja doch einige Updates für die App, die ich mir ehrlich gesagt nie angeschaut habe. Und ich denke, der Hauptunterschied wird hauptsächlich sein, wirklich, dass du chilliger ins Game kommst, wenn du zwischen Hochformat, Querformat wechselst und so, dass das alles smoother läuft. Und dann vor allem die Performance heftig geboostet wird. Also hoffentlich heftig geboostet. Oder zumindest ein bisschen geboostet wird. Also ich denke, das Spielgefühl wird einfach besser werden. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie irgendwie grundlegend jetzt irgendwas ändern oder verbessert haben. Also ich denke halt einfach nur hauptsächlich performance-mäßig wird man es merken. Und dass du halt, keine Ahnung, ich meine, ist das jemals passiert, dass du irgendwie aus Versehen das Browser-Interface mit Hochschieben oder so aktiviert hast und dann aus Versehen irgendwie auf irgendeine Browser-Taste gekommen bist? Oder so? Keine Ahnung. Ich spiele ja nicht am Handy, weiß ich nicht, was da für so Probleme aufkommen können. So ein klassischer Fettfinger halt. Weil da müsstest du schon 2-3 Mal direkt hintereinander fettfingern, glaube ich, dass das passiert. Aber sowas könnte halt dann theoretisch auch nicht mehr passieren, I guess. Irgendwie so, keine Ahnung. Weiß nicht, was da so die gängigen Beschwerden sind bei Mobile-Playern. Ich kenne eigentlich kaum Mobile-Player, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte bei der Smartphone-App, ist halt, wie gesagt, wenn die jetzt dann vor allem viele Leute kriegen, die halt mainly Mobile-Games playen. Ich meine, klar, wenn jetzt, also die meisten Mobile-Games sind ja eigentlich so für zwischendurch Casuals gedacht. Ich meine, klar, man kann jedes Game suchten und in jedem Game der Beste werden und so, und das kannst du dann nicht durch Casual-Spielen erreichen in der Regel. Entweder durch Cashen und auch meistens durch viel Zeitaufwand, wodurch dann so ein Mobile-Game auch alles andere als ein Gelegenheitsspiel dann ist. Aber trotzdem würde ich sagen, die meisten Leute, wenn sie ihr Mobile-Game oder ihre Mobile-Games zocken, machen sie das irgendwo unterwegs, eben als Gelegenheitsspiel, Casual für zwischendurch. Ich denke mal, dafür ist Fly Universe halt grundsätzlich sowieso irgendwie das falsche Spiel. Und ich denke, das Hauptproblem ist halt einfach, dass das Spiel literally nicht ohne Ringmaster spielen kannst. Es geht einfach nicht. Beziehungsweise, wenn du einmal gecheckt hast, dass es sowas wie Ringmaster gibt oder dass es sowas wie Buffs gibt und die halt extrem unterschiedlich sein können. Die Buffs sind ja alle Level 5 oder so und du kriegst nur 4 Buffs. Also der Vergleich neuer Char mit allen Buffs auf Level 20 oder sogar auf Level 40 versus Buff Peng, es fühlt sich halt literally an, als würdest du cheaten. Wenn du mit 20er bzw. sogar 40er Buffs rumläufst, direkt von Level 1 an, versus Buff-Ping-Buffs. Es ist literally ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dein Charakter ist einfach 3-mal so stark mit den 40er Buffs. Und ich denke halt, wenn man das realisiert hat und du aber mit der App standardmäßig wahrscheinlich auch nur einen Charakter anmelden und spielen kannst, weiß halt nicht, ob dann Leute wirklich Lust haben, dieses Spiel zu spielen. Wenn du eigentlich weißt, fast jeder zockt eigentlich am PC oder die allermeisten zocken eigentlich am PC. Und Handy ist halt mehr so für so Quality of Life, so kurz mal reingucken, Shop aufstellen, kurz Shops durchgucken, so Kleinigkeiten, so was man halt mit einem Char schnell erledigen kann und eigentlich nicht fürs aktive Zocken gedacht. Oder dafür ist es auf jeden Fall nicht sehr gut geeignet, irgendwie so. Und wenn halt dann, wie gesagt, mal angenommen, dieses Jahr fangen noch 100.000 Leute, was wahrscheinlich viel zu viel ist, an, Fly Universe zu spielen, weil es jetzt im App Store erscheint oder erschienen ist. Und die realisieren das dann alle. Wie viele von diesen potenziell 100.000, das sind wahrscheinlich, wenn überhaupt nur 10.000, aber wie viel Prozent von diesen Spielern bleiben dann? Also wahrscheinlich ist es grundsätzlich schon so, von allen Leuten, die sich runterladen, verlierst du schon mal instant 50%, einfach nur, weil sie das Game nicht starten können oder weil sie sich runterladen und instant vergessen, dass sie es runtergeladen haben oder so. Gibt da wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Statistiken oder so, wo du den Abfall nach Download quasi berechnest oder so, keine Ahnung. Also interne Statistiken bei Gala gibt es da bestimmt auch. Wieso die Player Conversion ist nach dem Download und wann die Leute aufhören zu spielen und so, nach wie vielen Tagen, Minuten, whatever. Und ich denke halt, es wird furchtbar schlecht sein, weil wenn du es mit anderen Mobile Games vergleichst, welches andere Mobile Game kennst du, dass du eigentlich zweimal öffnen müsstest, um es wirklich spielen zu können?
Oder wo du dich mit 2 Charaktern anmelden müsstest, zeitgleich. Also, es macht einfach keinen Sinn. Also dieses Spiel auf dem Handy zu spielen, es macht einfach wirklich wenig bis keinen Sinn. Und es ist einfach nicht für den Mainstream ausgelegt, weil wenn du das nicht weißt und es halt später realisierst, ich meine, wie verarscht kommst du dir vor, wenn du das mit den Buffs, wie gesagt, rausfindest. Ich meine, als ganz neuer Spieler weißt du das ja nicht. Da wirst du wahrscheinlich auch erstmal den Buff-Peng vielleicht sogar übersehen. Und wenn du das aber irgendwann realisierst, nach, keine Ahnung, sagen wir mal, du spielst 20 Stunden oder so und realisierst dann, ja moin, man hätte auch die ganze Zeit mit Buffs spielen können und es wäre alles 10-mal so einfach gewesen. Wie hart pisst bist du dann? Also, keine Ahnung. Stelle ich mir einfach schwierig vor.